Ja, da bin ich dann auch wieder. So ein paar Minuten Feiß lassen sich relativ schnell kreieren. Offensichtlich. Ja, obviously haben 4 Leute gecallt, weil uns beiden in der Schweiz nicht schon, wir treffen nicht und damit interessiert uns das nicht weiter. Auf gar keinen Fall sollte man jetzt beginnen hier. Wie gesagt, tricky ist hier einfach nicht. Das ist ein Ast, das ist gut. Gucken wir wie immer, ob jemand Slow playt, weil Leute lieben es zu Slow playen, wenn sie hier 6-4 haben. Flash Draw könnte man auch noch haben. Wer weiß. A7 könnte man haben, da hat uns natürlich crushed so ein Blitzcheck, würde ich sagen, dass man einen Flash Draw hatte, weil es fühlt sich einfach mal so an. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er irgendwas dazu und bezahlt mir noch eine relativ kleine Bette, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er halt sonderlich viel hat. Hm, 40, ne, wie gesagt, nicht, uninteressant. Also 40 in 400er Pad ist was ganz anderes als 40 in einen 6er Pad. 40 400er in 400 Pad zahlt man nämlich immer. 40 in einen 6er Pad zahlt man, naja, zahlt man, wenn irgendwas interessant ist. Oh, der Junge wieder. Zur Zeit sind ganz viele Supernovas hier auf dem 2 $ Sticker unterwegs. Ich weiß gar nicht warum. Ja, das interessiert uns mal hier. Das war glaube ich das, wo ich vorhin. Okay, ob so gelegt hat. Ja, ich meine, ich hätte mich schon gewundert, hätte das jetzt. Ich meine, der wird halt einen Flaschrohr gehabt haben. Nein, ich mache kein Geheimnis draus, wenn ich auf den Touren beginne zu wetten, dass ich hier wahrscheinlich schon was habe. Ein Re-Race von Idioten und ein Call fühlen wir uns mit Ace Queen auch gesagt, warum so schlecht. Das werden wir jetzt mal beobachten. So ein Stand ist ein Schwein, also wie gesagt, ja. Wenn sie Idioten sind, die in hier Re-Racen, dann stellen wir das ohne Probleme rein. Wenn wir nicht besser angucken, was wir nicht tun, dann sind wir traurig. Das ist eher traurig hier. Aber wir machen irgendwie doch einen Flash. Gut. Deswegen lieben wir das Spiel so. Weil Leute in der ersten Hand mit 6 eine 3 Bett bringen. Und All-Ins callen. Und wir treffen können. Ganz wichtiger Faktor. Wenn man nämlich dann an der Stelle nie treffen kann, dann findet man das Spiel wieder scheiße. Und das ist das große Geheimnis des Poker.
bestimmt auch irgendwas grammatisch nicht. Des Pokerns. Ja, vielleicht interessant. Ja, okay. Ach, 3. Schön. Ja, schön ist halt wirklich, dass man an jedem Tisch quasi einen sitzen hat, den man kennt. Ja, würde mich wundern, wenn ich mal einen Tisch aufgehen sehe, an dem ich keinen kenne. Muss man dann halt wirklich nur noch Unterschiede machen, wie Teil zu sind. Ich meine, alles hier, sowas zum Beispiel, ist relativ gefährlich, weil er noch relativ viel spielt und wahrscheinlich, ich meine, gut, super Movat, der wird schon wissen, was er tut. Mal davon abgesehen, aber zum Beispiel, wenn man mal also so ihn hier betrachtet, der ist absolut ungefährlich. Der, wenn der drin ist, hat er ein Monster und damit muss man leben und ansonsten kann man halt in den reinbrezeln oder was weiß ich, völlig egal. Also gegen Ende, da pushen sie dann übelst weit, aber dann cast halt mit jedem Scheiß und Ruhe ist. Also so ist halt überhaupt völlig egal. Da ist der noch komplizierter, weil du bei dem die Krise kriegst mit was da immer drin ist. So, ja, ja, gut, könnte man. Also da es der erste Blindstube ist, hätte man das vielleicht mal sich angucken können, aber ist auch nicht so ein Riesenproblem, sich hier rauszuhalten, einfach erstmal und einfach mal nichts zu machen. Zu warten, bis man dann in die Verdienerphase kommt, sprich Push aufholt. Sure Race bei, naja, 4 Hände Gammas, aber die 4 Hände sehen gleich mal idiotisch aus. Also meine, der wird UTG nie folgen, weil der ja Anything hat und UTG alles spielen muss, weil er da ja out of position ist. Ne, er hat gefoldet, wer hat den gecallt? In Position hat mich ein ähnlicher Mensch gecallt. Und ich treffe natürlich wieder nicht. Dort hätte man sich jetzt allerdings mal überlegen können, die Konti zu bringen. Ich meine, das sah jetzt nie so gefährlich. Das geht wieder los, aber es geht. Das ist ja wirklich. Der Feind ist derselbe. Ne? Was hat er letztens gehabt? Top Pair mit Flash-Draw. Okay, das kann man schlagen. Also nee, wir können das nie schlagen. Wir können es noch irgendwann schlagen. Jetzt hat er wieder einen Flash wahrscheinlich. Weil ich der glücklichste Mensch bei Erden ist. Aber wir haben nicht. Ich meine, seine Bettzeit sieht nicht aus, das wäre es viel gewesen, aber letztes Mal hat er halt auch zumindest irgendwas gehabt. In den sollte man sich jetzt nicht verlieben, ich meine, der hat schon 2-mal genervt, aber Besseres zu tun. Also sowas aufzuregen. Ja, easy. Easy Lunchen bis jetzt. Nicht treffen, wir haben schon Schulden einfach. Ja, wenn der Bett mal wieder unglaublich klein ist, aber interessiert mich einfach nie. Ich will setten. Und dann reden wir weiter.
Das ist immer noch so, ich meine, achten sind jetzt nicht schlecht. Man kann es schon lesen aus der Position, aber bei 10, 20 Sprungschalten habe es mir angewöhnt, es ein bisschen ruhig angehen zu lassen. Könnte nämlich zum Beispiel so ein Flop kommen und ja gut, der wird das nie kaum, wenn er nie irgendwas hat. Deswegen beenden wir das im Flop und brauchen uns nie irgendwas ansehen. Oh, halt nur der Big Blind wieder. Ja, suited das schön, aber nie bei 15:30 Shits. Das sind das, wie gesagt, das sind dort lasse ich alles Mögliche aus, was man eigentlich tun sollte. Ich meine, suited Ace sollte man jetzt auch nicht zwingend folden. Also Small Blind, das ist ja jetzt nie die schlechteste Hand, Blind versus Blind. Wer weiß, was der für einen Quatsch hat, aber wie gesagt, die lasse ich einfach aus, um mich um andere Dinge kümmern zu können. Genauso da mit 10 von Button eigentlich. Wird dort erstmal geraced. Eigentlich. Ja, kein Jack suited. Oh, ich will nie alles fold. Ja, sieht ja langsam vernünftig aus. Was soll ich? Ja, der nach was sind das 90 nochmal dran? Ja, und da ist der Angel, also wenn jetzt hier noch 1, 2 drin wären gerne, aber so ist mir nie wichtig genug. So, das ist natürlich ein optimaler Flop. Lohnt schon mal so eine Position gerne an. Hier treffen, jetzt gibt es gleich mal 50. Ja, ich will jetzt auch nicht gleich zum Folden bringen, das war ich sofort reise, wenn ich einen Flash habe. Vielleicht setzt da ja noch was aus dem Rüber oder so. Und tatsächlich setzt da so rüber, dann kann ich ja nur hoffen, dass er eine Straße hat und kein Wildhaus. Weil ich das natürlich nicht folgen kann. Und meine manchmal abgesehen, dass natürlich auch ein völlig anderes Monster haben könnte. Ja, er hat ein Fullhaus auf den Rücken gekriegt. Easy. Ja, wir sind glücklich. Das ist ein bisschen viel. Ja, manchmal was passieren. Das ist zwar ein Straight Draw, trotzdem ist interessant. King ist da schon interessant jetzt. Naja, geht mal was rein. So, jetzt bettet der weiter drin, Flaschenquarte, dreifach Pott. Das, und ich hab halt nur einen King. Ich weiß nicht, wo er schon ein Monster hat. Eigentlich macht es bloß Sinn, dass er dort einen Flasch hat.
oder einen völlig hohlen Bluff abzieht. Oh nein. Ja, aber da hätte die betroffenen King rausfinden. Ja. Bei den Scheibflip treffen wir ja quasi jeden Flip. So 16 BB, das später bis also. Das ist ein bisschen viel, um das zu pushen. Ich muss es halt trotzdem. Ah, ja, das war so ganz frisch. Hallo? Maus? Ah, hier hat sich nicht geändert an der Hand. 9 BB, ja, es ist noch ein bisschen viel, behaupte ich mal. Hallo, wo sind jetzt hier irgendwelche ja, 14 BB stelle ich jetzt in das rein, wenn das mal blind nimmt. Natürlich. Ja, da jede Hand gecallt wird, auch Kings. Na, wir haben es mal gleich. Kriegen Insta-Check raus, das interessiert uns natürlich unendlich, was der jetzt hier macht. Könnte mal kein Set sein vielleicht, ja, bloß Top Pair, das ist gut. Und wir halten, sehr gut. So, hier kann man auch ein Bild isolieren, weil schon jemand rumnimmt. Hier ist mal schon mal ein Fisch mit drin, das gefällt uns. Fische sind unsere Lieblinge. Die Zahlen. So, hier haben wir mal eine Hand. Hier, es gibt auch noch welche mit viel Chips, also wenn wir nur normal lesen. So nämlich. Ass 10, ich habe keinen rausgekriegt, üblich. Oh, das muss nicht zwingend hinten sein, aber bei den ersten Stacks muss ich vielleicht noch nicht gleich mit Ass 9 probieren. Ja, der wird wohl irgendwas getrappt haben. Zumindest ist es meistens so, wenn es mit 100 auf einmal beginnt zu wetten. Dass sie da im Flop natürlichen Boom hatten und den auf gar keinen Fall betten können. Ja, AK Suited Offsuit hab ich mal weggeworfen, weil mir die Hand überhaupt nie gefällt. Nein, Elite bin ich dann auch nie. Hab ich einfach nur mal wieder verklickt, so wie ich das gerne mache. Nee. Und hier ist schief gegangen. Wie ist es schief gegangen? Oh, ich hatte nur einen Flush gegen Full House und sowas. Also, wir wissen jetzt, AK Suited ist für den Arsch. Hallo. Hm. Das ist nicht gerade irgendeine Exception. Ah, who knows. Offensichtlich habe ich schon fortfahren geklickt und es klappt. Witzig. Muss man dann mal gucken, was heute wieder abgestürzt ist. Solange es weiterläuft, interessiert es erstmal nie. Keine Schaden haben hier Preflop auf 8-fach, 10-fach zu lesen, wenn Idioten limpen. Die zahlen das und wenn man dann mal irgendwann einen Flop trifft, kann es ja sein, dass man dann mal was mitnimmt. Ich meine jetzt, wenn es mit einer drin ist, mache ich eine Conti. Kann es sein, irgendwie ist noch so blöd und versucht noch zwingend. Ja, keine Schaden mehr zu reden. Die Leute zahlen es wirklich. Es ist
Fantastisch. So, was kriegt man denn jetzt hier an Ace Queen? Das spielen wir mal jede zweite Hand. Also das ist wie gesagt Kings. Kann man jetzt nur holen. Wird sofort gezahlt. Kann alles mögliche kommen letztendlich. Queen ist in Ordnung. Hab ich da was gemacht? Hab ich bestimmt gerecht. Ja. Da werden wir auf gar keinen Fall Connibets stinken, nämlich. So, der mit seinen 3 Blinds, den nehmen wir rein. Wenn der hier reist, hat der immer was. Ich sehe den doch lieben Scheiße. Eine 3 bitte aus. So, naja, hier fühlen wir es noch ganz gut. Auch wenn es nur das 4 ist, aber da kann noch ziemlich schön. Hier kann ich auch mal 10 investieren übrigens, also ist nie so scheiße die Hand. Dass es nicht mal für 10 reicht. Nein. So, jetzt kann man glaube ich mal das auf 55 machen. Oh. Wie üblich war es wahrscheinlich. Oh ne los. Das wird jetzt nie leisten bis. Hallo? Meine Güte. Oh, bitte, Alter, geht's jetzt mal los hier. Können wir jetzt mal. Was, wie ich das hasse, dass die dann das niemand in den Vordergrund legen können, wenn nur eins austimt. Das ist wirklich völlig nutzunfreundlich. So, los, jetzt schon raus. Acht Blinds Raisen, ja, das ist mit der easy. Mit 7 Blinds ist sowieso easy. Oh, das zerrt für heute ganz schön. Eigentlich kann der mit den Portischen umgehen. Hab ich irgendwie, ist halt speichervoll, ja? Nee, irgendwas ist hier. Ist irgendwie ganz verlangsamt, auch nicht. Hier, das geht eigentlich gar nicht. Das ist ziemlicher Müll, dass sowas passiert. Oh, nu kack dich doch mal aus, was ist denn mit der Pfanne? So, lesen, hab ich doch gerade gesagt. Hab ich jetzt irgendwas verkackt hier? Oder ich stürze jetzt einfach mal. Nee. Kann's ja überhaupt nicht sein. Wir schalten mal das Chat-Scan aus, denke ich mal. Gewinnen wir vielleicht mal ein bisschen Power. Meine. Aber den Stack jetzt auf jedes kleine BB kennen. Sprich, ab hier die Zahl plus minus 1 BB ist so relativ Wurst. 100, ja, ich will noch, ich will sie erst gesagt nie vertreiben. Jetzt dort noch eine Bett zu bringen ist ziemlich eindeutig, AK Full
tötet man einfach mal nie. So, das hole ich auch nie. Viel zu gut. Wird Insta gecallt. Vielleicht hat er eine 7. Ah, checken wir halt. Jetzt nicht wegen der 7, sondern am Ende hat er ein Monster und eine 10 ist jetzt auch nicht die Karte, die ich sehen will. Ich hoffe mal, dass er wirklich bloß ein Tor hat oder so. Gegen den Limp geht es natürlich rein. Oder klar wäre im Kopf. Ich weiß nicht, die Avatar damit umgehen. Es gibt Bilder, die sieht man bei jedem zweiten Typen. Also ich weiß nicht, ob die so schön sind oder. Ach, ja, ist schief gegangen. Wieder was zugegangen. Ja, gegen 6 BB, aber was haben wir hier noch sonst zu umsetzen? Ne, wird wahrscheinlich trotzdem vorne. Ja, wir haben so einen 10 BB Stack und der nimmt halt rum. Wir nehmen, was wir kriegen können. So, wie viel haben wir noch offen? Bitte, jetzt machen wir jetzt wieder auf. Blinds wieder. Ja gut, das war das ja wegen dem. Ich vermute mal, dass er eine bessere Hand hatte. Easy. Kleinen Re-Race von Tschechen. Naja, eigentlich ist es ein bisschen klein, aber eigentlich will ich mich jetzt hier nicht reinbegeben. Leichte Karten sind schön. Wir müssen nur noch halten. Aber zumindest ist es nicht die Frage, was man denen tut. Inzwischen haben wir nur noch als Teil angegeben zu sein. Ich glaube, gestern war noch als Löwe angegeben. Ach man, lass mich doch einfach mal das Fenster hier reinschieben. Mehr will ich doch gar nicht. Ja, das geht auch rein, denke ich. Das nie so das Thema. Ein Ass mit 8 BB ist überhaupt keine Frage.
Floppen ist an sich ganz gut, auch wenn es ein scheiß King ist. Ein Ass im Turm zu sehen ist nicht so gut. Naja, das interessiert halt auch einfach nicht. Das ist ein Orlin und ja gut, das ist ein kleiner Orlin, also das sollte schon nach vorne sein. Gehen wir einfach so von aus. Ach, das ist egal. Ach, die dritten Pik-Karten. Ach, wir wetten trotzdem. Sollen die mal Angst haben, bis wenn eine dritte Flaschkarte ankommt. Hat er bis jetzt noch keiner erzählt, dass er einen Draw hat. Und nur weil es Leute gibt, die wirklich jeden Blödsinn slow spielen. Ja, das I don't give a shit about UTG Limps in den Phasen. Ein Huni. Puh. Nee, das ist nie so meine Idee. Sieht noch ganz in Ordnung aus. 15 Base ist auch ein bisschen viel, aber also was ist ein bisschen viel, es geht schon. Das brauchen wir schon lang. Der Unterschied zwischen 3 BBs und hier manchmal einmal am Tisch rum oder so. Zumindest wenn die Blinds und Antis schon drin sind. 12 BB mit dem Ass, das ist marginal. Fünf BB ist ein Suited King in Ordnung. 10-6 ist glaube ich nie in Ordnung. Ja. Das ist wirklich extrem. Flaschdraw ist gut. Betten wir gleich rein. Flaschdraw ist immer noch gut und normal auf Position sind, betten wir trotzdem rein. Jetzt noch in, wir haben ein paar 45 Schade, gegen was haben wir eigentlich gelatscht? Gegen King Jack und der trifft und das übliche und wir kriegen natürlich jetzt Kings mit 45 Chips. Schade. Arschloch. So, und hier kann man natürlich auf gar keinen Fall mal an. Der wollte uns irgendwas zeigen, wahrscheinlich war es jetzt irgendwas total toller Bluff oder so, zumindest. Ja, läuft sich meist auf den Bluff hinaus, wenn die Leute irgendwas zeigen müssen. Ja, 10-5, easy. Nee, nie easy, aber.
Grundaussage ist halt anything. Geht da rein. So, machen wir noch eins auf. Jetzt haben wir ja noch keinen so richtig laufenden. Ja. Ja, dafür sind wir easy vorne. Und wenn nie haben wir Pech. So, noch eins kann man glaube ich auch, ja. So, jetzt wieder ein paar zugegangen. Oh, oh. Ah, ich versuche mal was zu hitten oder so, oder? Nee, doch nicht. Also prinzipiell wird davon ausgehen, Leute, die limpen die Karten dann noch. Ja, hier sieht es ganz gut aus. Weil, wenn sie immer drin sind, dann gehen sie mehr raus. Hier gehen wir wahrscheinlich auch nicht mehr raus, weil wir 11 BB haben und ein Flachstrahl huge ist. Ja, wird man schon stark, aber na gut. Haben wir auch nicht dagegen, wenn man mal flutet. Da ging was zu. Ein bisschen schlecht. Hier linken wir hoffen Leute und wir haben was. Wir hoffen zu sacken. Weiß man Kord. Oh, was haben wir? 9, 16, 5, 7. Hauen wir rein. Ich hoffe mal, dass die gerade der Big Blind ist, der uns noch callen muss, wenn uns jemand callen muss. Das ist nämlich immer die Situation, wo man ganz schön viel Chips verliert. Das versuchen wir mal mitzunehmen. Immer mal versuchen, Chips zu akkumulieren. Immer irgendwo, also wenn es gerade die Situation angenehmer ist oder so. Muss nicht wirklich so aussehen, dass er mal vorne ist, aber mindestens so, als ob der Gegner folgen könnte. Und dann sollte man natürlich auch noch irgendeine Art von Equity haben, wenn man dann doch gecallt wird. Puh, nee. Könnte man, ja, so grenzwertig. Scheint schon auch nicht mehr so grenzwertig agieren, aber man muss ja einfach aktiv bleiben in den Dingern. Ja, das muss es auch nicht sein. Ach nee. So, dort waren wir obviously vorne mit Aces. Die netterweise auch gewonnen. Aber woanders gehen ständig Tische zu gerade. Das gefällt uns nie. Also müssen wir leben.
obviously ist das sofort drin. Da kann man gucken, wie weit wir eigentlich sind. 63 Spieler noch und mit Ace Queen suited ist das überhaupt kein Problem hier. Da sollte es auch eine relativ vernünftige Hand haben, aber der hat plus 7 BB oder so gehabt. Und ich sag mal, da sind bestimmt auch schlechtere Hände als Ace Queen suited dabei. Also kann man nicht vorstellen, dass er dort Ace Jack, Ace 10 und kleine Pockets oder so wegwerfen würde. Das macht keinen Sinn. Und es gibt auch eine da schon hier so, das ist bei uns genauso, wir haben 10 BB und wir haben meist 10, dadurch kommt das rein. So, hier haben wir obviously gerade verloren oder so, gegen AK im Big Blind ist klar. Das, aber wir haben gesehen, der hat halt das 8, ist klar. Also, der ist auch kein Fehler, aber wir sind halt definitiv vorne. Dass dann natürlich der Big Blind AK hat, ist wieder sehr tragisch. Ein bisschen arschlos, aber das muss man bei PokerStars so ein bisschen gewöhnt sein, dass da irgendwie immer irgendwelche Zaubereien zustande kommen. Es ist ja nicht nur bei PokerStars, das ist natürlich allgemein im Poker so. Aber wenn man gerade so spielt, ist es immer schön, ein Opfer, einen Schuldigen zu haben. Und PokerStars hat immer Schuld. Die haben die Scheiße immerhin gemacht. Kings mit 8 BB, bitte nicht mehr hinreißen oder limpen. Das ist einfach nur Blödsinn. Hab schon lange mehr gesagt, bitte, also bitte keinen Quatsch machen. Wieder Kings ist schön, hier können wir es mal lesen, weil dort irgendein relativ aktiver ist. Hier sind 2 links, da will ich jetzt mit der S-Jack nicht mitmischen. Warum eigentlich nicht? Also man könnte hier gut vorne sein, aber es ist mir jetzt zu blöd, mich hier in so einen Pot reinzumischen. Gegen Ace ist es sehr schade, aber wir holen es trotzdem nicht, weil es Kings sind. Den Limp finde ich gut. Für den Limp ich mit rein. Weil einfach nur gut. Da hat er mich auch ein bisschen. So, wir treffen 8, ist gut. Naja, und vielleicht sind wir ja sogar vorne. Ja, wir haben den Pot gewonnen. Würde mich ja schon mal interessieren, was er da gelimmt hat. Kann man dann ja vielleicht mal, naja, ich meine, es ist ja Wurst. Wird halt irgendwo Käse gewesen sein. Definitiv, wenn man 275 Chips hat oder sowas, oder es waren ja noch weniger und 250 ist der Big Blind, kracht die Scheiße rein. Nie limpen, limpen ist Quatsch. Ich muss jetzt. Ich minreise es jetzt im ersten kleinen Stacks rein, den großen erst vielleicht noch folgen. Das ist vielleicht, ich habe garantiert noch folgen gegen große Stacks. Ja, hier wird natürlich gecallt, also. Naja, der hat halt nicht sonst so viel Chips. Der hat halt irgendwie Scheiße im Computer. Das muss man aufpassen, also im Minraces werden unendlich gerne von Vollidioten gecallt. Halt überhaupt keine Ahnung haben, dass ein Minrace auch ein Race ist. Das ist
trotzdem mehr Chips sind. Dass man das nicht mit jedem Scheiß bezahlen muss. Das potenziell alles sind. Aber vielleicht hat er einen gehabt. Ich meine, wenn der direkt durchdacht zu BBA, Casey, das ist kein Food. Das Moment, das war mal eigentlich sogar mal sehen hier. Was das jetzt war. Okay, das machen wir nochmal. Auch gegen AK ein Ass kommt bei Bilden an. Das ist ein Min-Race und 20 BB optimal zum Reindreschen. Und es hat gehalten. So gut. Jacks wäre schon. Also, da müsste ich wissen, dass er super tight ist, wenn ich das wollte. Kriegen einen Schaf Bube 10 schlägt und wir werden es uns angucken, mit durchcallen. Und er hat Bube 10. Aber wir machen Full House. Wir sind gut. Dafür sind wir hier schlecht. Ja. Wieder ein Winrace. Also wir haben viel BB, wir werden das mal nur callen. Queens, der ist halt drin, callen wir bloß. Auch mit Queens callen wir den bloß. Hier sind die mal, folgen wir, checken wir, folgen wir, ein bisschen aufholen hier. Queen, achso, ich bin out of position. Ja, das ist natürlich super. Und den Flop werde ich nie mal loslassen. Das kann sich abessen, also stellen wir es rein. Und er foldet und das ist eigentlich das beste Ergebnis, was wir uns vorstellen können. Wir müssen doch nie irgendwie in irgendwas reinrennen. Wir sind nicht ganz überzeugt davon, dass der einen schlechten Hunter hat übrigens, deswegen sind wir da auch noch nicht so dabei. Ja, ich weiß nicht, was ich dort gemacht habe. Ja, wir sind trotzdem überzeugt davon, aber wir haben trotzdem Overpair und das ist halt scheiße. Dass wir das haben. Ja, das ist es tatsächlich. Aber was wir auch machen, ich meine, das hat sich halt irgendwo angezeigt, dass man hier irgendwie schlechter sein muss, bis auf dass er halt irgendwie ein Teil des Spielers ist. Aber deswegen kann man halt keine Queens wegwerfen. Da wird man dann selber zu Teil. Wir haben jetzt plötzlich Nuts. Naja. So, und hier haben wir jetzt. Naja, das sind keine Wortschüsse. Wir dauert so ein bisschen. Oh, das sieht ganz gut aus hier. Da halten wir uns relativ gut. BB kommt jetzt rein. Keine Zeit hier runter zu blenden. Da ist gut genug. Ganz knapp. Also da haben wir nochmal Glück gehabt, dass ich das jetzt nie verkaue. Pech aber natürlich schon in der Hand hatte. Tja. Ich wollte ungern Aces mit 5 BB, aber Ass X meine ich. Oh, das sah nicht aus. So, hier könnten wir vielleicht mal Min-Racen, sagt er und foldete. Weil da ist mir jetzt auch schon wieder ein bisschen schräg, ja. Ah, das sieht ganz gut aus für 5. Registration ist closed, was? Hackt's. Ich mache alle Match registrieren und sagt mir Registration ist closed. Gut, sehe ich safe. Nee, bitte nie.
bisschen schöner Händen oder so, das ist zu wertvoll, das Deck. Kommt ja alles rein. Verfischt zu flippen jetzt hier. Es sind 4 BB, aber kein 4 ist echt hässlich. Wenn recovern, dann bitte auch ein bisschen Gelegenheit dazu. Falsche Taste. Limp ist zwar nett, aber nicht mit. Also hier könnt ihr es manchmal reinkrachen, aber da müssen wir jetzt 3 zu doof. 3 mit 6 BB. Interessant. Das ist schon sehr. S8 suitet eher. Ich meine, auch wenn der Jugo-TG bricht, der relativ Teile. Sprich, dort ist man auch gelenkt dominiert, aber S8 suitet ist wesentlich besser als kein 4 Offsuit oder so. Und sie haben noch nicht mal gesagt, dass man dominiert ist. Man muss dort genug pushen. Ist floppbar, also floppen wir es hoffentlich. 12 BB, ja. Das ist TG, aber da geben sie mir vielleicht auch so Respekt. Eine 10 getroffen, das ist gut. Das könnte bei dem anderen das 10 passieren. 7 BB, na, das ist cool. König 8, ja, es ist ein bisschen früh noch von der Position. Das ist halt, ansonsten nur die Hand eigentlich ganz vernünftig, um es mal reinzustellen. So, dem globischen Scheiß. Und hier haben wir noch ein Ass dazu, aber ja, das ist trotzdem die Welt. Mindre ist von dem sieht relativ stark aus hier. So, natürlich ist es die dritte Flashkarte. Na, es ist eine 3 drin, aber wenn du wärst mit Ass 10 und dich ein Idiot anbettet, dann wirst du das nicht holen. Ace Queen suited ist viel zu schön. Ja, Ace Queen ist auch hier viel zu schön, auch wenn der hier was. Naja, der pusht doch jetzt nicht allzu viel. Muss man auch immer sehen. Okay, geht nie weg. 3 BB. Ist natürlich cool. Ein BB. Wie komme ich jetzt ein BB? Indem ich Ace Queen gegen Aces verliere natürlich, weil da hinten scheiß Aces liegen müssen. Oh, kannst du mich das an? Nie hingucken. So, jetzt kannst du mich an. Jetzt hast du Ace Queen, bist du vorne. Aber nee, auf dem Button oder wo auch immer das war, müssen verfickte Aces liegen. Also halt ist wieder ein Tag, an dem er gefickt wird. Unfair. Naja. Die Pause geht auch gleich los. Limp, Ass, schön.
Naja, ich hätte jetzt bald eine Pause anfangen können. AK fliegt trotzdem nie weg, warum wir gefickt werden. Ja, müssen wir noch treffen. Wir treffen. Jetzt darf der andere nicht mehr treffen. Und der trifft nicht. Optimal. So, warte. Hier noch nicht ganz. Aber hier ist auch. Der, denke ich mal, hat keine Pause. Deswegen setzen wir hier aus. Und gehen aufs Klo.